Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr seht, ich bin im Homeoffice und ich möchte euch wieder eine Kamera vorstellen. Freundlicherweise hat mir Ceomoor die CY40 zur Verfügung gestellt und die würde ich euch gerne vorstellen. Es ist mal wieder eine Low-Budget-Kamera und ihr Aufbau ist ähnlich einer Kamera, die ich schon mal vorgestellt habe. Aber wir gehen mal zum Schreibtisch und wir packen sie mal zusammen aus. Und da sind wir schon wieder an meinem Schreibtisch. Ganz kurz, ich packe die Kamera gleich aus, gebe euch die technischen Daten, dann zeige ich euch, was da alles an der Kamera dran ist und dann gehen wir mal gemeinsam das Menü einstellen. Aber kommen wir erstmal zum Verpackungsinhalt. Im Verpackungsinhalt gibt es einen Quick Start Guide. Da ist nur schnell erklärt, wie man die Kamera schnell in Einsatz bringt. Allerdings nur auf Englisch. Da haben wir die Kamera selbst, einen Baumgurt und ein USB-A auf USB-C Kabel. Das war eigentlich schon der Verpackungsinhalt. Kommen wir mal zu den technischen Daten. Die Ceomoor CY40 kann Fotos machen bis maximal 36 Megapixel. Sie hat eine Videoauflösung von bis zu 2K. Verbaut sind 24 LEDs, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Und sie hat gerade einen Preis von 33 € zurzeit. Heute haben wir den 29.10.2025. Weitere technische Daten seht ihr jetzt an der Seite. Kommen wir kurz zur Erklärung der Kamera. Hier haben wir natürlich die verbauten LEDs. Dort die Linse. Hier der Bewegungsmelder. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu sehen. Auf der Seite hat man dann halt das Scharnier. Es wird nur unten aufgeklappt. Auf dieser Seite haben wir den Öffnungsmechanismus und die Durchführung für ein Schloss. Auf der Rückseite wieder die Durchführung für den Baumgurt. Und hier oben, ich drehe sie nochmal, hier die Durchführung für ein Kabelschloss. Im unteren Bereich befindet sich wieder ein Viertel Zoll Stativgewinde. Und hier unter dem Gummi befindet sich der Anschluss für eine externe Stromversorgung, wie zum Beispiel ein Sonarpanel. Wenn wir die Kamera aufklappen, also wie gesagt, ist nur halbseitig, sieht man hier wieder das Display, die Bedienknöpfe, der Ein-Setup- und Ausschalter und hier einen schwarzen Knopf. Dort kann man das Batteriefach entriegeln. Im Batteriefach kann man bis zu 8 AA-Batterien oder Akkus einsetzen. Ich kippe sie nochmal ganz kurz hoch. Hier ist nochmal zu sehen der Anschluss für die externe Stromversorgung und der USB-C-Anschluss. Dort, wo man die Kamera direkt an den PC anschließen kann. Auf dieser Seite befindet sich noch der SD-Karten-Slot. Hier kann man wieder eine große SD-Karte einbauen. Das war der Aufbau der Kamera und wir werden jetzt gemeinsam die Kamera mal einstellen, so wie ich sie gleich in den Wald bringen werde. So, dann schalten wir mal die Kamera das erste Mal ein. Wenn sie das erste Mal eingeschaltet wird, muss man die Vorinstallation erstmal vornehmen, die die Kamera schon mal anbietet. Also wir werden mal die Sprache umstellen auf Deutsch. Denn das Datum, da habe ich ganz schnell mal das Datum und die Uhrzeit eingestellt. Er meldet keine Speicherkarte vorhanden. So, ich habe jetzt mal eine SD-Karte eingesetzt. Bei der Menüführung werden wir gleich nochmal darauf kommen, dass ich sie formatiere. Aber gehen wir mal ins Menü. Also Moduseinstellung.
Das sind halt dann Foto, Video oder beides. Ich werde auf Video gehen. Fotopixel brauche ich nicht einstellen, aber wir schauen mal rein, ob das wirklich stimmt mit den 36 Megapixel. Also hier oben stehen die 36 Megapixel. Und ja, aber wie gesagt, da kann ich wieder zurückgehen. Die Videoauflösung ist wichtig. Also hier ist auch angeboten 2K mit bis zu 1440 Pixel. Die werde ich mal zu der ersten Einstellung, also zum ersten Test, hier mit unserer Katze Frieda und im Wald mal einstellen. Dauerfeuer ist natürlich wieder mit gemeint, wie viele Fotos ausgelöst werden soll. 1, 2 oder 3. Also da könnte man sich eher ein anderes Wort für aussuchen. Das hatte ich aber schon bei diesem Menü bei einigen Kameras angesprochen. Die Videolänge ist halt nicht stufenlos. Also hier sind Stufen vorgegeben. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und ein Punkt. Das wird natürlich wieder eine Minute sein. Das könnte man natürlich auch wieder umbenennen. Was ist die niedrigste? 5 Punkte, also 5 Minuten ist die höchste und 10 Sekunden ist die niedrigste. Ich mache immer Videolänge meistenteils 20 Sekunden. Zyklische Speicherung. Da kann ich erstmal nichts mit anfangen. Ich lasse das mal ausgeschaltet. Ich nehme mal an, das wird die Endlosaufnahme sein. Also er nimmt so lange auf, bis die SD-Karte voll ist. Dann werden die alten Aufnahmen gelöscht und er kann weiter aufnehmen. Also wie bei vielen Aufnahmen die Loop-Aufnahme. Video Sound, den möchte ich natürlich angeschaltet haben. Aufnahmeintervall. Der ist hier jetzt auf 30 Sekunden, also damit ist der Abstand zwischen den Aufnahmen gemeint. Dort werde ich mal auf 5 Sekunden gehen. Timer ist dann halt die Zeit, wo man die Kamera aktiv halten möchte. Also beim Timer kann man diese Zeit einstellen, wo die Kamera aktiv ist. Hier kann man nochmal extra eine Einstellung machen bei der Aufnahmeeinstellung. Das lasse ich aber auch ausgeschalten, weil ich nie einen Timer nutze. Terminzeit. Also hier kann man nochmal Datum, Uhrzeit und die Datumsanzeige einstellen. Das haben wir ja schon gemacht. Das Wasserzeichen. Damit ist gemeint halt die Zeile, die immer unter den Fotos oder Videoaufnahmen angezeigt wird, dass die eingeschaltet wird. Das werde ich auch für diesen Test mal anlassen. Seriennummern einschalten, da ist mit gemeint, mit welcher Aufnahmezahl sie starten soll. Passworteinstellung, das mache ich natürlich. Die Sprachfamilie, da ist natürlich, dort kann man wieder seine Sprache einstellen. Format, hier natürlich wieder die SD-Karte formatieren, weil ich ja die SD-Karte vorhin bei den Haupteinstellungen vergessen habe einzusetzen, werde ich sie jetzt mal formatieren. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man die SD-Karte in der Kamera formatiert, weil die SD-Karte dann so eingestellt wird, wie die Kamera sie braucht. Zurücksetzen, also da kann man wieder die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen, also so wie sie vom Werk gekommen ist. Der Piepton, also das hier eher ein Klackgeräusch, kein Piepton, den werde ich mal ausschalten. Der Kundendienst, hier hat man dann nochmal die entsprechenden Adressen, wo man sich hinwenden kann, wenn es Probleme gibt. Welche Ausführung es ist, also hier wird die Firmware versteckt sein, also hier die Seomore CY40 mit der Firmware V2.1.0.2-D
Und das war schon die Menüführung. Ich hatte ja schon mal ganz grob was gesagt, dass sie einer Kamera sehr ähnlich ist. Also ich habe schon vorgestellt die CY50 und die sieht sehr ähnlich dieser CY40 aus. Und ich hoffe mal, dass die CY40 besser abschneidet wie die CY50. Aber das werden wir gleich sehen, wenn die Testaufnahmen kommen. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen und ich hoffe, jetzt kommen auch noch die ersten Testaufnahmen mit dieser Kamera. Wieder hat sich zur Verfügung gestellt unsere Katze Frieda und ich hoffe, da werden ein paar entsprechende oder besser gesagt erste Eindrücke von der Ceomur CY40 rauskommen. Würde mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch abonnieren. Dass man nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, natürlich auch die Glocke aktivieren. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!